Und genauso wie die Biden-Administration verzweifelt schien, Menschen zum Schweigen zu bringen, die ihre Meinung äußerten, wird die Trump-Administration genau das Gegenteil tun. Und ich hoffe, dass wir dabei zusammenarbeiten können. In Washington gibt es einen neuen Sheriff in der Stadt und unter der Führung von Donald Trump mögen wir zwar anderer Meinung sein, aber wir werden dafür kämpfen, Ihr Recht zu verteidigen, es in der öffentlichen Arena zu äußern, ob man zustimmt oder nicht. Hey Leute, diese Rede von J.D. Vance sitzt einfach. Während die versammelten Größen in München sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, spricht der US-Vize Klartext. Und zwar so, dass es in Europa richtig ungemütlich werden könnte. Er packt die heuchlerische Politik der EU und die Zensurwut in Deutschland frontal an. Er stellt die alles entscheidende Frage: Was verteidigen wir hier eigentlich noch? Und er macht unmissverständlich klar, dass die Trump-Regierung Schluss macht mit der linken Meinungsunterdrückung. Ihr müsst euch das geben. Was sagt ihr zu dieser Rede? Volltreffer oder zu heftig? Schreibt es in die Kommentare. Liken, abonnieren und teilen nicht vergessen. Denn die Wahrheit muss raus. Auf geht's! Nun, danke und danke an alle versammelten Delegierten, Größen und Medienfachleute. Und insbesondere Dank an den Gastgeber der Münchner Sicherheitskonferenz für die Ausrichtung eines solch unglaublichen Events. Wir sind natürlich begeistert, hier zu sein. Wir freuen uns, hier zu sein. Ich wollte heute natürlich über unsere gemeinsamen Werte sprechen. Und wissen Sie, es ist großartig, wieder in Deutschland zu sein. Wie Sie bereits gehört haben, war ich letztes Jahr als Senator der Vereinigten Staaten hier. Ich habe Außenminister David Lamian einen Witz machen hören, dass wir beide letztes Jahr noch andere Jobs hatten als jetzt. Aber jetzt ist es an der Zeit für all unsere Länder, für uns alle, die wir gewesen sind, glücklich genug von unseren jeweiligen Völkern politische Macht erhalten zu haben, um sie weise einzusetzen, um ihr Leben zu verbessern. Und ich möchte sagen, dass ich in meiner Zeit hier glücklich war, die letzten 24 Stunden etwas Zeit außerhalb der Wände dieser Konferenz zu verbringen. Und ich war sehr beeindruckt von der Gastfreundschaft der Menschen, auch wenn sie natürlich noch unter dem gestrigen schrecklichen Angriff leiden. Und das erste Mal, dass ich in München war, war mit meiner Frau, die heute auf einer persönlichen Reise mit mir hier ist. Und ich habe die Stadt München immer geliebt und ich habe ihre Menschen immer geliebt. Und ich möchte nur sagen, dass wir sehr bewegt sind und unsere Gedanken und Gebete bei München und allen sind, die von dem Bösen betroffen sind, dass dieser wunderschönen Gemeinschaft zugefügt wurde. Wir denken an euch, wir beten für euch und wir werden euch in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich unterstützen. Ich hoffe, das ist nicht der letzte Applaus, den ich bekomme, aber wir versammeln uns bei dieser Konferenz natürlich, um über Sicherheit zu sprechen. Und normalerweise meinen wir Bedrohungen für unsere äußere Sicherheit. Ich sehe heute viele großartige Militärführer hier versammelt. Aber während die Trump-Administration sehr besorgt um die europäische Sicherheit ist und glaubt, dass wir zu einer vernünftigen Einigung zwischen Russland und der Ukraine kommen können, glauben wir auch, dass es in den kommenden Jahren wichtig ist, dass Europa in großem Maße für seine eigene Verteidigung sorgt. Die Bedrohung, die mir im Hinblick auf Europa am meisten Sorgen bereitet, ist nicht Russland, nicht China, es ist kein anderer externer Akteur. Und was mir Sorgen macht, ist die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die mit den Vereinigten Staaten von Amerika geteilt werden. Nun, ich war überrascht, dass ein ehemaliger EU-Kommissar kürzlich im Fernsehen auftrat und begeistert klang, dass die rumänische Regierung gerade eine ganze Wahl annulliert hatte. Er warnte, dass, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, dasselbe auch in Deutschland passieren könnte. Diese unbekümmerten Aussagen sind für amerikanische Ohren schockierend. Jahrelang wurde uns gesagt, dass alles, was wir finanzieren und unterstützen, im Namen unserer gemeinsamen demokratischen Werte geschieht. Alles von unserer Ukraine-Politik bis zur digitalen Zensur wird als Verteidigung der Demokratie dargestellt. Aber wenn wir sehen, dass europäische Gerichte Wahlen annullieren und hochrangige Beamte damit drohen, andere abzusagen,
müssen wir uns fragen, ob wir uns an einen angemessen hohen Standard halten. Und ich sage uns, weil ich fundamental glaube, dass wir im selben Team sind. Wir müssen mehr tun, als nur über demokratische Werte zu sprechen. Wir müssen sie leben. Nun, innerhalb der lebendigen Erinnerung vieler von Ihnen in diesem Raum stellte der Kalte Krieg Verteidiger der Demokratie gegen viel tyrannischere Kräfte auf diesem Kontinent. Und betrachten Sie die Seite in diesem Kampf, die Dissidenten zensierte, Kirchen schloss, Wahlen absagte. Waren sie die Guten? Sicherlich nicht. Und Gott sei Dank haben sie den Kalten Krieg verloren. Sie haben verloren, weil sie weder die außergewöhnlichen Segnungen der Freiheit schätzten noch respektierten. Die Freiheit zu überraschen, Fehler zu machen, zu erfinden, zu bauen. Wie sich herausstellt, kann man Innovation oder Kreativität nicht vorschreiben, genauso wenig wie man Menschen vorschreiben kann, was sie denken, fühlen oder glauben sollen. Und wir glauben, dass diese Dinge sicherlich miteinander verbunden sind. Und leider, wenn ich Europa heute ansehe, ist es manchmal nicht so klar, was mit einigen der Gewinner des Kalten Krieges passiert ist. Ich schaue nach Brüssel, wo EU-Kommissare Bürgern ankündigen, dass sie beabsichtigen, soziale Medien in Zeiten von zivilem Unruhen abzuschalten, sobald sie das als, Zitat, hasserfüllten Inhalt beurteilt haben. Oder in dieses Land, wo die Polizei Razzien gegen Bürger durchgeführt hat, die verdächtigt werden, antifeministische Kommentare online gepostet zu haben im Rahmen eines sogenannten Aktionstags zur Bekämpfung von Frauenfeindlichkeit im Internet. Ich schaue es nach Schweden, wo vor 2 Wochen die Regierung einen christlichen Aktivisten verurteilt hat, weil er an Koranverbrennungen teilgenommen hat, die zur Ermordung seines Freundes führten. Und wie der Richter in seinem Fall erschreckend feststellte, gewähren Schwedens Gesetze zum vermeintlichen Schutz der freien Meinungsäußerung tatsächlich keine, ich zitiere, Freikarte, um alles zu tun oder zu sagen, ohne die Gruppe zu beleidigen, die diesen Glauben hat. Und vielleicht am beunruhigendsten blicke ich auf unsere sehr lieben Freunde, das Vereinigte Königreich, wo der Rückschritt von den Gewissensrechten, die grundlegenden Freiheiten, insbesondere religiöser Bretten, ins Visier genommen hat. Vor etwas mehr als 2 Jahren hat die britische Regierung Adam Smith Connor, einen 51-jährigen Physiotherapeuten und Armeeveteran eines abscheulichen Verbrechens angeklagt, weil er dastand, 50 Meter von einer Abtreibungsklinik entfernt und 3 Minuten lang still betend. Kein Behindern, mit niemandem interagieren, nur still für sich beten. Nachdem die britische Polizei in Staker ihn entdeckt hatte und wissen wollte, wofür er betete, antwortete Adam schlicht, es sei für den ungeborenen Sohn, den er und seine frühere Freundin Jahre zuvor abgetrieben hatten. Jetzt waren die Beamten nicht bewegt. Adam wurde für schuldig befunden, das neue Pufferzonengesetz der Regierung verletzt zu haben, das stille Gebete und andere Handlungen, die die Entscheidung einer Person innerhalb von 200 Metern um eine Abtreibungseinrichtung beeinflussen könnten, kriminalisiert. Er wurde dazu verurteilt, der Staatsanwaltschaft tausende Pfund an Gerichtskosten zu zahlen. Nun, ich wünschte, ich könnte sagen, dass dies ein Ausrutscher war, ein einmaliges, verrücktes Beispiel eines schlecht geschriebenen Gesetzes, das gegen eine einzelne Person verhängt wurde. Aber nein, letzten Oktober, vor nur wenigen Monaten, begann die schottische Regierung, Briefe an Bürger zu verteilen, deren Häuser sich innerhalb sogenannter Sicherheitszonen befinden. Sie warnten sie, dass selbst privates Gebet eher in ihren eigenen Häusern möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen könnte. Natürlich forderte die Regierung die Leser auf, alle Mitbürger zu melden, die eines Gedankenverbrechens verdächtigt werden. In Großbritannien und in ganz Europa, befürchte ich, ist die Meinungsfreiheit auf dem Rückzug. Und im Interesse der Komödie, meine Freunde, aber auch im Interesse der Wahrheit werde ich zugeben, dass manchmal die lautesten Stimmen für Zensur nicht aus Europa kamen, sondern aus meinem eigenen Land, wo die vorherige Regierung soziale Medienunternehmen bedrohte und schikanierte, um sogenannte Fehlinformationen zu zensieren. Fehlinformationen wie zum Beispiel die Idee, dass das Coronavirus wahrscheinlich aus einem Labor in China entwichen war. Unsere eigene Regierung ermutigte private Unternehmen, Menschen zum Schweigen zu bringen, die es wagten, eine offensichtlich wahre Aussage zu äußern.
Also komme ich heute nicht nur mit einer Beobachtung, sondern mit einem Angebot. Und genauso wie die beiden Administrationen verzweifelt schienen, Menschen zum Schweigen zu bringen, die ihre Meinung äußerten, wird die Trump-Administration genau das Gegenteil tun. Und ich hoffe, dass wir dabei zusammenarbeiten können. In Washington gibt es einen neuen Sheriff in der Stadt und unter der Führung von Donald Trump mögen wir zwar anderer Meinung sein, aber wir werden dafür kämpfen, ihr Recht zu verteidigen, es in der öffentlichen Arena zu äußern, ob man zustimmt oder nicht. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem die Situation so schlimm geworden ist, dass Rumänien im Dezember die Ergebnisse einer Präsidentschaftswahl schlichtweg annulliert hat, basierend auf den schwachen Verdachtsmomenten eines Geheimdienstes und enormem Druck von seinen kontinentalen Nachbarn. Soweit ich es verstehe, war das Argument, dass russische Desinformation hatte die rumänischen Wahlen infiziert. Aber ich würde meine europäischen Freunde bitten, es ist etwas Perspektive zu bewahren. Sie können glauben, dass es falsch ist, dass Russland Social-Media-Anzeigen kauft, um ihre Wahlen zu beeinflussen. Das tun wir sicherlich. Sie können es sogar auf der Weltbühne verurteilen. Aber wenn Ihre Demokratie mit ein paar $100.000 digitaler Werbung aus einem fremden Land zerstört werden kann, dann war sie von Anfang an nicht sehr stark. Nun, die gute Nachricht ist, dass ich zufällig denke, dass eure Demokratien wesentlich weniger zerbrechlich sind, als viele anscheinend befürchten. Und ich glaube wirklich, dass es sie noch stärker machen wird, wenn wir unseren Bürgern erlauben, ihre Meinung zu äußern, was uns natürlich zurück zu München, wo die Veranstalter dieser Konferenz Abgeordnete von populistischen Parteien sowohl von links als auch von rechts von der Teilnahme an diesen Gesprächen ausgeschlossen haben. Nun erneut, wir müssen nicht allem oder irgendetwas zustimmen, was Leute sagen. Aber wenn Menschen eine wichtige Wählerschaft vertreten, wenn politische Führer eine wichtige Wählerschaft vertreten, obliegt es uns, zumindest den Dialog mit ihnen zu führen. Nun, für viele von uns auf der anderen Seite des Atlantiks wirkt es immer mehr wie alte, festgefahrene Interessen verstecken sich hinter hässlichen Wörtern aus der Sowjetzeit wie Fehlinformation und Desinformation, die einfach nicht mögen, dass jemand mit einem alternativen Standpunkt eine andere Meinung äußern könnte oder Gott bewahre anders abstimmt oder sogar noch schlimmer eine Wahl gewinnt. Nun, dies ist eine Sicherheitskonferenz und ich bin sicher, Sie alle sind hierher gekommen, um darüber zu sprechen, wie genau Sie in den nächsten Jahren die Verteidigungsausgaben gemäß einem neuen Ziel erhöhen wollen. Und das ist großartig. Denn wie Präsident Trump unmissverständlich klargemacht hat, glaubt er, dass unsere europäischen Freunde in Zukunft eine größere Rolle auf diesem Kontinent spielen müssen. Ich glaube nicht, dass Sie diesen Begriff hören, Lastenteilung, aber wir denken, dass es ein wichtiger Teil einer gemeinsamen Allianz ist, dass die Europäer mehr Verantwortung übernehmen, während Amerika sich auf Teile der Welt konzentriert, die in großer Gefahr sind. Aber lassen Sie mich Sie auch fragen, wie wollen Sie überhaupt anfangen, über die Art der Budgetfrage nachzudenken, wenn wir nicht wissen, was wir überhaupt verteidigen? Ich habe es bereits viel in meinen Gesprächen gehört und ich habe viele großartige Gespräche mit vielen hier im Raum versammelten Leuten geführt. Ich habe viel darüber gehört, wovor ihr euch verteidigen müsst und das ist natürlich wichtig. Aber was mir ein wenig unklarer erscheint und sicherlich auch für viele Bürger Europas ist, wofür genau sie sich verteidigen. Was ist die positive Vision, die dieses gemeinsame Sicherheitsabkommen belebt, das wir alle für so wichtig halten? Und ich glaube zutiefst, dass es keine Sicherheit gibt, wenn man Angst vor den Stimmen, den Meinungen und dem Gewissen hat, die das eigene Volk leiten. Europa steht vor vielen Herausforderungen, aber die Krise, mit der dieser Kontinent jetzt konfrontiert ist, die Krise, von der ich glaube, dass wir alle gemeinsam betroffen sind, ist eine, die wir selbst verursacht haben. Wenn Sie Angst vor Ihren eigenen Wählern haben, kann Amerika nichts für sie tun. Und genauso wenig können sie für das amerikanische Volk tun, das mich und Präsident Trump gewählt hat. Sie brauchen demokratische Mandate, um in den kommenden Jahren wertvolle Dinge zu erreichen. Haben wir nichts daraus gelernt, dass dünne Mandate instabile Ergebnisse hervorrufen. Aber es gibt so vieles von Wert, das mit der Art von demokratischem Mandat erreicht werden kann, das, wie ich glaube, entstehen wird, wenn man den Stimmen der eigenen Bürger mehr Beachtung schenkt. Wenn Sie wettbewerbsfähige Volkswirtschaften
genießen wollen, wenn sie erschwingliche Energie und sichere Lieferketten genießen wollen, dann brauchen sie Mandate, um zu regieren, weil sie schwierige Entscheidungen treffen müssen, um all diese Dinge zu genießen. Und natürlich wissen wir das sehr gut in Amerika. Sie können kein demokratisches Mandat gewinnen, indem sie ihre Gegner zensieren oder ins Gefängnis stecken, sei es der Oppositionsführer, eine bescheidene Christin, die in ihrem eigenen Zuhause betet, oder ein Journalist, der versucht, Nachrichten zu berichten. Ebenso wenig können Sie einen gewinnen, indem Sie Ihre grundlegende Wählerschaft in Fragen wie wer Teil unserer gemeinsamen Gesellschaft sein darf, ignorieren. Und von all den drängenden Herausforderungen, denen die hier vertretenen Nationen gegenüberstehen, glaube ich, dass nichts dringlicher ist als die Massenmigration. Heute stammt fast jeder 5. Bewohner dieses Landes aus dem Ausland. Das ist natürlich ein Rekord. Es ist übrigens eine ähnliche Zahl in den Vereinigten Staaten, ebenfalls ein Rekord. Die Zahl der Einwanderer, die aus Nicht-EU-Ländern in die EU kamen, hat sich allein zwischen 2021 und 2022 verdoppelt. Und natürlich ist sie seither noch viel höher gestiegen. Und wir wissen, dass diese Situation nicht aus dem Nichts entstanden ist. Es ist das Ergebnis einer Reihe bewusster Entscheidungen, die von Politikern auf dem gesamten Kontinent und anderen weltweit im Verlauf eines Jahrzehnts getroffen wurden. Wir sahen ja gestern in dieser Stadt die Schrecken, die diese Entscheidungen hervorbrachten. Und natürlich kann ich es nicht erneut erwähnen, ohne an die schrecklichen Opfer zu denken, die einen wunderschönen Wintertag in München ruiniert bekamen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen und werden es auch bleiben. Aber warum ist das überhaupt passiert? Es ist eine schreckliche Geschichte, aber eine, die wir in Europa und leider auch in den Vereinigten Staaten viel zu oft gehört haben. Ein Asylbewerber, oft ein junger Mann, Mitte 20, der Polizei bereits bekannt ist, rast mit einem Auto in eine Menschenmenge und zerstört eine Gemeinschaft. Wie oft müssen wir diese erschütternden Rückschläge erleiden, bevor wir den Kurs ändern und unsere gemeinsame Zivilisation in eine neue Richtung lenken? Kein Wähler auf diesem Kontinent ging zur Wahlurne, um die Schleusen für Millionen unüberprüfter Einwanderer zu öffnen. Aber wissen Sie, wofür Sie gestimmt haben? In England stimmten Sie für den Brexit. Und ob man dem zustimmt oder nicht, Sie haben dafür gestimmt. Und mehr in ganz Europa stimmen Sie für politische Führer, die versprechen, der außer Kontrolle geratenen Migration ein Ende zu setzen. Nun, zufällig stimme ich vielen Schülern dieser Bedenken zu, aber Sie müssen mir nicht zustimmen. Ich denke nur, dass es den Menschen wichtig ist. Sie kümmern sich um ihre Häuser, sie kümmern sich um ihre Träume, sie kümmern sich um ihre Sicherheit und ihre Fähigkeit, für sich und ihre Kinder zu sorgen. Und sie sind klug. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Dinge, die ich in meiner kurzen Zeit in der Politik gelernt habe. Im Gegensatz zu dem, was man ein paar Berge weiter in Davos hören könnte, denken die Bürger all unserer Nationen im Allgemeinen nicht von sich selbst als gebildete Tiere oder als austauschbare Zahnräder einer globalen Wirtschaft. Und es ist kaum überraschend, dass sie nicht hin und her geschoben oder ständig von ihren Führern ignoriert werden wollen. Es ist die Aufgabe der Demokratie, diese großen Fragen an der Wahlurne zu entscheiden. Ich glaube, dass es nichts schützt, Menschen abzulehnen, ihre Bedenken abzulehnen oder noch schlimmer, Medien abzuschalten, Wahlen abzuschalten oder Menschen vom politischen Prozess auszuschließen. Tatsächlich ist es der sicherste Weg, die Demokratie zu zerstören. Und seine Meinung zu äußern, ist keine Wahlbeeinflussung, selbst wenn Menschen Ansichten äußern, die außerhalb des eigenen Landes liegen und selbst wenn diese Menschen sehr einflussreich sind. Und glauben Sie mir, ich sage das mit Humor, wenn die amerikanische Demokratie 10 Jahre Greta Thunberg überstehen kann, könnt ihr ein paar Monate Elon Musk überstehen. Aber was die deutsche Demokratie, was keine Demokratie, ob amerikanisch, deutsch oder europäisch, überleben wird, ist, Millionen von Wählern zu sagen, dass ihre Gedanken und Anliegen, ihre Bestrebungen, ihre Bitten um Hilfe ungültig oder es nicht wert sind, überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Die Demokratie beruht auf dem heiligen Prinzip, dass die Stimme des Volkes zählt. Es gibt keinen Raum für Schutzwelle. Entweder man hält sich an das Prinzip oder man tut es nicht. Europäer, die Menschen haben eine Stimme, europäische Führungskräfte haben eine Wahl und ich bin fest davon überzeugt, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Sie können das annehmen, was Ihre Leute Ihnen sagen, auch wenn es überraschend ist, auch wenn Sie nicht zustimmen.
Und wenn Sie dies tun, können Sie der Zukunft mit Sicherheit und Zuversicht entgegensehen, in dem Wissen, dass die Nation hinter jedem von Ihnen steht. Und das ist für mich die große Magie der Demokratie. Sie liegt nicht in diesen steinernen Gebäuden oder schönen Hotels. Sie liegt nicht einmal in den großen Institutionen, die wir als gemeinsame Gesellschaft zusammen aufgebaut haben. An die Demokratie zu glauben bedeutet, zu verstehen, dass jeder unserer Bürger Weisheit besitzt und eine Stimme hat. Und wenn wir uns weigern, dieser Stimme zuzuhören, werden selbst unsere erfolgreichsten Kämpfe nur wenig erreichen. Als Papst Johannes Paul II., meiner Meinung nach einer der außergewöhnlichsten Verfechter der Demokratie auf diesem Kontinent oder jedem anderen, einmal sagte: Fürchtet euch nicht, wir sollten keine Angst vor unseren Menschen haben, auch wenn sie Ansichten äußern, die mit ihrer Führung nicht übereinstimmen. Vielen Dank an alle. J.D. Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein politisches Erdbeben ausgelöst. Während sich die Altparteien in ihrer Blase gegenseitig versichern, dass alles super läuft, haut der US-Vize knallhart raus, was wirklich Sache ist. Europa zerlegt sich selbst mit Zensur, Masseneinwanderung und demokratiefeindlichen Maßnahmen. Und das Beste, Pistorius kocht vor Wut. Das allein zeigt schon, dass Vance einen Nerv getroffen hat. Und dann das Sahnehäubchen. J.D. Vance trifft sich mit Alice Weidel, nicht mit Kanzler Scholz. Das ist kein Zufall, das ist ein Statement. Die Altparteien sind erledigt. Die neue Weltordnung ist längst im Entstehen. In den USA mit Trump, in Europa mit neuen Kräften. Wer das immer noch nicht kapiert hat, lebt in einer Illusion. Jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu dieser Rede? Gnadenlos ehrlich oder zu heftig? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.